Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und da die Reaction-Videos von mir bei euch gut ankommen, würde ich sagen, machen wir heute mal wieder ein neues. Dieses Mal ist es aber kein deutsches aus dem deutschsprachigen Raum, sondern ein englischsprachiges aus dem amerikanischen Raum. Ist, glaube ich, nicht so wichtig, weil es ja auch interessant ist, was ich auf gewisse Dinge erzähle. Es geht in diesem Video um eine Frau, die Daytraderin ist und einfach mal gespannt, wie zieht sie ihren Tag auf. Im Grunde, was ist so meine Meinung dazu? Wie mache ich es vielleicht? Oder decken sich da im Grunde einige Dinge? Was ist so wichtig? Ich habe das Video schon mal vor 1-2 Jahren geschaut, da kann ich mich dran erinnern. Ich glaube nicht ganz, aber ich weiß nicht mehr genau, was drin vorkommt. Deswegen starten wir einfach mal rein, würde ich sagen. Ich gucke noch mal ganz kurz durch die Kommentare. Aber ist auf jeden Fall sehr interessant. Das Video heißt A Day in the Life of a Millennial Daytrader, hat 5,5 Millionen Aufrufe bis heute und ist vom 25.03.2020, über 150.000 Daumen hoch und 4.334 Daumen runter. Erhalte Trader heißt sie, hat 783.000 Abonnenten und was ich ganz cool finde, schreibt No Lambos hier, just a reality, und das Video wurde aufgenommen vor Covid. Ich habe hier vorhin schon mal ganz kurz geschaut, hier sagen Leute, wow, so ein Leben würde ich mir auch gerne wünschen und. Ganz interessant, auch mega viele Kommentare, fast 11.000 Kommentare gehen rein. Was lustig ist, ich habe es gerade aufgerufen hier, das ist ein Video von wem wohl? Oh, Mensch, ich werde hier schon zugespammt mit meinen eigenen Videos. So, los geht's. DX, locate please, 10,000 shares. Please, give me a good price. 1 cent, please, 1 cent. Locate. 2 cents a share? That's too expensive. Just kidding. That kind of crazy start only happens a few times a year as a day trader. Genau, also so stellen sich das, glaube ich, viele Leute vor, wie man am PC sitzt, wenn man daytradet. So kennt man es ja von früher. Habe ich ja in dem Werbevideo, was ihr gerade vorher gesehen habt, vielleicht habt ihr es sogar schon mal gesehen, auch wie man sich das früher vorgestellt hat, weil es ja auch eine Szene daraus, dass man denkt, es ist ultra stressig, ultra viel los. So ist aber die Realität eines Daytraders nicht, wenn du es professionell machst, wenn du es hauptberuflich machst. Deswegen schauen wir mal, wie es bei ihr abgeht. 4 Uhr morgens, das wäre ja genau meine Zeit. I usually wake up at 4 a.m. here in the Pacific West Coast, which is 7 a.m. market time. Once a while, I'll jump out of bed and run straight to locate borrows. Okay, also sie muss früh aufstehen, weil sie im Grunde eine ganz andere Zeitzone hat zu den amerikanischen Märkten. Ja, bei ihr ist es 4 Uhr und an der amerikanischen Zeit ist es schon 7 Uhr. Also 1,5 Stunden bevor die Märkte öffnen. To short a stock, but most times that's not really necessary. Once I got up, I'll run to brush my teeth and get ready for the morning. Noch halb im Koma, wie es aussieht, würde ich mich auch fühlen, wenn ich um 4 Uhr aufstehen würde. Okay, aber wenn es fürs Business braucht, so früh aufzustehen, dann muss man es im Grunde machen. Ne? Bei uns ist der Vorteil, bei uns in Deutschland ist es ja so, 8:30 Uhr amerikanischer Zeit ist 15:30 Uhr bei uns in Deutschland. Also du kannst im Grunde den ganzen Tag machen, was du möchtest, bis um 15:30 Uhr die amerikanischen Märkte eröffnen. Oder du gehst in Deutschland an die Märkte, dort bist du im Grunde auch um 9 Uhr, dass du dort vormittags handelst. Oder im Grunde tradest du auch außerbörslich. Aber vielleicht kommt das ja später, dass ich da nochmal was zu sage. Auch gut, sie muss sich nicht schminken. Ja, sie sitzt mit sich alleine. Auch wieder so ein Vorteil, gerade für die Menschen, die nicht gerne unter anderen Menschen sind. Das kann man an der Börse machen. Ja, weil das ist egal, wie du aussiehst. Heißt nicht jetzt, dass sie jetzt hässlich ist oder so. Ich denke mal, du weißt, was ich meine. Ne? Jetzt nicht groß schminken, anziehen, schick machen. And then it's coffee time. I don't really eat breakfast, but I always need coffee to start the day. Trinkst du Kaffee? Bist du ein Kaffeetyp? Schreib mal in die Kommentare. Ich trinke absolut gar keinen Kaffee, noch nie. Beziehungsweise, das heißt nie. Ich habe es mal versucht, eine Zeit lang, auch gerade so, als ich ganz früh gearbeitet habe früher, als ich ganz früh anfangen musste, da habe ich mir das wirklich reingezwungen. Ne? Ich habe das so 3 Wochen durchgetestet, weil ich dachte, irgendwann werde ich mich daran gewöhnen. Weil alle anderen, die um die Uhrzeit da, wann haben wir angefangen? Wie mal teilweise um 5:30, 6 Uhr, 5:30 war ich mal so bei der Arbeit, um früh Feierabend zu haben. Und dann habe ich mir diesen Kaffee reingedrückt. Boah, weiß nicht, manche können es, manche nicht. Ich bin jemand, der keinen Kaffee trinken kann. Aber ich versuche sowieso so wenig künstliche Wachmacher, wie es nur geht, zu konsumieren. Ich habe dann so Zeiten, wo ich dann wieder mal ein bisschen mehr Energy trinke. Aber ich sage, ich will die Energie halt von mir selbst holen, anstatt dass ich immer irgendwelche Dinge habe. Vor allem Kaffee ist ja so ein Ding, das hast du dann jeden Morgen. Du brauchst es, um wach zu werden. Ne? Ich finde es besser, wenn ich mir die Kraft selbst besorge, die Energie selbst besorge, durch gute Morgenroutinen, einen guten Schlaf oder wie auch immer. And by drip over coffee, I meant pour over coffee. While I wait for my coffee to brew, I usually like to stretch and do some yoga to waken up my body.
Hat eine feste Morgenroutine, sehr geil, wichtig. After I got my stretch and my coffee, it's time to start working on reading the news, scanning the market and writing out my trading plan. Okay, perfekt. Also sie hat eine Morgenroutine, eine ganz klare Routine. Jeder professionelle, jeder erfolgreiche Mensch hat eine Morgenroutine, so sollte es jedenfalls sein, damit man auch einfach seinen Tag ganz klar strukturiert hat und nicht irgendwas seinen Zufall überlässt. Du siehst es, macht ihren Kaffee, beziehungsweise sie putzt ihre Zähne, macht sich fertig, sie cremt sich ein, sie macht sich ihren Kaffee, gehört dazu, sie dehnt sich, ja, auch geil. Und jetzt geht sie in die Vorbereitung an den Märkten. Ultra wichtig, ja, nicht so dieses, oh, ich gehe jetzt ran, ich habe noch 5 Minuten Zeit, dann geht's los, sondern es ist wichtig, dass sie sich vorbereitet. Sie macht sich ihren Tradingplan, sagt sie. Ja? Sie analysiert, sie liest die News, was gibt es bei News Wichtiges zu beachten, vielleicht heute, was für den restlichen Tag interessant sein könnte. Sie hat vorhin auch was über Stocks geredet, also wird sie vermutlich Aktien traden. Schauen wir einfach mal. Sie macht jetzt die ganze Arbeit, die wichtig ist, vorweg, um die beste Vorbereitung zu haben, um dann an den Märkten nicht groß, unvorbereitet und auch vor allem unwissend überrascht zu werden. Natürlich, man kann immer überrascht werden über Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Aber ob du dich informierst richtig, ob du dich richtig vorbereitest, schaust, okay, was ist gestern passiert, noch die restliche Zeit, wo ich nicht am Markt war, zu jetzt, das kannst du beeinflussen. Und das tut sie. This is the part that takes the most time. It's a prep. Sie hat übrigens meine Tastatur. Wie geil ist das denn? It's now about 6:20 and 10 minutes before the market opens. This is a time for me to do any last-minute stretches and prepare before the market opens. Okay, immer noch ganz klar ihre Trading-Routine. Du hast es vorher gesehen, sie hat was notiert, sie hat geschrieben, sie hat dort unterschiedliche Aktien, die sie beobachten wird. Heute hat sie sich noch Notizen zugemacht, jetzt dehnt sie sich nochmal, um dann im Grunde voll reinzustarten. Sie geht aus einer Routine, das sehe ich jetzt einfach als eine Routine, geht sie in die nächste Routine rüber, und zwar in ihr Business, in das Trading. And from 6:30 to around 8 a.m. is where I do the most active trading. This is usually the time when the markets are the most volatile and provide us a lot of ranges to trade to the upside and the downside. Was ich sehr cool finde, also sie scheint auch wirklich Ahnung zu haben. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein Marketing-Video oder was auch immer, sondern sie erzählt im Grunde, also man merkt in den Sachen, die sie erzählt, dass sie Ahnung hat. Du siehst auch, dass sie wartet, sie hat ihre Füße mal auf dem Tisch. Wait a minute. Ihre Füße mal auf dem Tisch. What? Bro, what are you talking about, man? Trading ist 80% warten, 20% was tun vielleicht. Und genau, sie hat dort Newsseiten auf, sie analysiert viel, checkt. A lot of people think, oh, when you're day trading, you're literally like punching buttons, buying and selling all day long. But that's not true at all. Actually, most of the work I do in trading, I plan it all out before the market even opens. So when market opens, I'm just literally executing my trading plan. Genau, sie macht morgens in ihrer ersten Routine, macht sie sich einen Tradingplan für den Tag. Gewisse Dinge müssen passieren und dann wird sie aktiv. Wenn diese Dinge nicht passieren, dann wird sie nicht aktiv. Guck mal, siehst du schon den Unterschied zwischen, ich gehe jetzt an den Rechner, ich trade jetzt und ja, jetzt bin ich in Action. Oder man hat einen festen Plan, man schaut, was zu tun ist und beziehungsweise man hat den Plan und wartet nur noch. Und dann führt sie nur noch aus. There will be days when I make 5 to 10 trades a day, sometimes a little bit more if the market is really volatile and there's a lot of opportunity. Genau, was für sie wichtig ist, eine hohe Volatilität. Das sagt sie gerade, so die Anfangszeit, während sie handelt, ist wichtig, weil die Märkte die größte Volatilität haben, bedeutet also, sie haben die größte Bewegung, ist für sie scheinbar wichtig. Where I'll take, maybe 20 to 30 trades a day. But that's really rare. A lot of times when I'm trading 20, 30 Trades am Tag. Holy shit. and I'm literally just waiting for the setups to come to me. I'll go on Amazon to shop or I'll go on Facebook and YouTube because it's literally. Okay, ich bin ja jemand, der sagt, volle Konzentration, während du tradest, aber ich bin auch jemand, ich trade 1 Stunde fest am Tag. Meine Schüler traden vielleicht gerade so in der Anfangszeit 2, 3 Stunden am Tag, so lange habe ich ja früher auch immer in der Anfangszeit getradet, aber das war's dann, ja. Sie wird höchstwahrscheinlich lange traden, 20, 30 Trades am Tag, ich mache 1, 2 Trades am Tag und dann habe ich ausgesorgt. Ja, das ist schon crazy. Aber das sind ja die krassen Unterschiede bei Tradern, ne? Manche traden ultra viel, kriegen aber gar nicht mehr raus als andere und andere warten viel, sind gut vorbereitet, sie ist auch gut vorbereitet, aber sie hat einen Tradingplan und weiß genau, was sie machen will. Und jetzt, was sie gerade meinte, sie ist auch mal auf Amazon oder YouTube unterwegs, das sind ja Dinge, die ich davon abrate. Warum? Weil wenn ich in einer Stunde trade, 1, 2, 3 Stunden, dann brauche ich auch hier die volle Aufmerksamkeit, um zu analysieren und hier Chancen zu sehen und zu nutzen. Oder gerade
du wirst das Video gucken, garantiert bist du noch nicht x Jahre hauptberuflicher Trader, sondern du bist vielleicht dabei, es zu lernen oder du möchtest es lernen. Was ist am Anfang wichtig? Am Anfang ist doch wichtig, dass man Erfahrung sammelt, oder? Und Erfahrung sammeln tut man nicht durch Amazon shoppen, durch YouTube schauen, sondern dadurch, dass man die Märkte beobachtet. Aber Menschen wie Sie, die es höchstwahrscheinlich schon viele Jahre machen, ist es okay, weil sie weiß genau, sie hat den Tradingplan, das und das muss passieren, dann gehe ich in den Markt. Und wenn das nicht passiert, vielleicht setzt sie sich einen Alarm oder so, dann kann sie was anderes machen, aber weil sie halt die Erfahrung hat. Weißt du, das ist halt wichtig, immer zu verstehen und zu differenzieren zwischen einem selbst und anderen. Dass man sich nicht immer mit anderen vergleicht. Man muss immer schauen, wo steht derjenige, diejenige oder wo stehe ich. The key is patience. Patience, patience. That's the hardest thing to do in trading. Yes, that's right. I'm eating dried fish. Is it weird? No, I don't think so. But is it delicious? Boah, kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Boah. Okay, Nüsse sind noch okay. Boah, Fische, getrocknete Fische. Oh, hat die Augen gesehen und so? Boah, das ist echt ekelhaft. Absolutely. Oh, And then most days, I also need to go back and take an hour of beauty nap. Once I woke up from my nap from 11 o'clock. Okay, also sprich, sie teilt ihre Routine wieder auf. Ne? Sie hat jetzt ihre Training-Routine gehabt, bis 9 Uhr hat sie getradet. Und jetzt ist es 11, hat 2 Stunden Pause gemacht und jetzt geht es um 11 wieder ran. Also, ne, du siehst, wie klar strukturiert der Tag ist. To 1 p.m. is where I'm just usually observing the market. Stephen Graham, cooler Dude. But most of the time, I'm just listening to news, watching YouTube, and chatting with other traders. In the afternoon, I'm just mostly observing the market and preparing for tomorrow, basically. Okay, also sie bereitet sich jetzt dann auch nur noch auf den nächsten Tag vor, hat ihren Job gemacht, bereitet sich vor und checkt ihr YouTube ab. After lunch, I'll go back to journal my trades, catch up on some news if there's any after-hours movers, and doing some miscellaneous work on my computer. And a lot of times, this is where I will plan out my YouTube videos. Okay, also ist jetzt fertig mit ihrem Traden, ne, hat ihre Routine am Vormittag gehabt, auch nicht lange. Und trotzdem krass mit 20, 30 Trades, wo sie nur vormittags scheinbar tradet. Dann hat sie sich ja vorbereitet und jetzt macht sie ihr Daily Business. Ne? Weitere Dinge, YouTube als Beispiel. Around 3 p.m. in the afternoon is when I'm finally getting ready to go out. This is where I'll change and do... Siehst du, das ist das, was ich vorhin meinte. Jetzt macht sie sich fertig, um rauszugehen. Jetzt unter Menschen zu gehen. Jetzt fängt sie an, sich zu schminken und so. Some very minimal makeup. If you've been following me on my YouTube channel, you know I care as much about makeup as I do with cooking. I really don't give a shit. Siehst du, Mädels, hat einen Vorteil, Trader zu sein. Ihr braucht euch nicht mehr um euer Äußeres. Ihr spart jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde, vielleicht auch 2 Stunden mit dem täglichen Fertigmachen. Now that I've gotten ready, it's time to pick up my friend to go to workout. So this is my friend Belinda, and we've been pole dancing together for about 2 years now. Work-Life-Balance, ne? Also nicht nur arbeiten, sondern auch immer unterschiedliche andere Bereiche im Leben haben, die wichtig sind, weil wir haben ja das Thema Beziehungen, wir haben das Geld, wir haben die Gesundheit, also wir haben ja mehrere Dinge, auf die wir uns konzentrieren sollten, wo wir uns Ziele setzen sollten oder wo wir Dinge, Routinen dabei haben sollten. Ne? Sie macht es dann, dass sie nicht nur arbeitet, egal ist, wie sie aussieht und was auch immer, sondern sie trifft sich auch mit Freunden, sie macht Sport. Think. Naja, überleg das mal. Es wird schon ein bisschen wehtun, wenn die da dran hängt, gerade so. After 2 hours of intense workout, it's time to eat. And yes, to put back all the calories we just sweat off. Okay, Abend fast rum. Du siehst, oder ihr seht es ja, auch bei ihr ist es so, dass Trading nicht den ganzen Tag beherrscht, so wie es auch in vielen Köpfen ist. Viele denken immer, es ist total anstrengend. Es ist total viel Stress, also anstrengend an sich, dass man, ich sage mal, von der Tätigkeit, die man macht. Das zweite ist der Stress, also der Stress im Kopf oder auch das, was um einen rum ist, ne, dass es laut ist oder wie auch immer, dass man das total lange macht. Ja, und man dadurch total fertig ist, dass man die krasseste Ausbildung braucht und was auch immer. Also ich meine jetzt hier studiert, irgendwas im Finanzbereich oder was auch immer. Nein, so ist es nicht. Und sie hat auch am Vormittag 2, 3 Stunden hat sie es gemacht, so, ne, ich glaube, ein bisschen länger. Aber den restlichen Tag hat sie andere Dinge gemacht. After we're done eating, it's time to go home, wind down, shower, and getting ready for bed.
And we'll start the cycle again tomorrow at 4 a.m. Ja, cooles Video. Hat mir gefallen. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, als ich das aufgenommen habe. Als ich das letzte Mal gesehen habe. Finde ich cool. Ich hatte wirklich gedacht, dass sie dann zeigt, dass sie das den ganzen Tag macht, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, sie hat es von 6:30 Uhr bis 9 Uhr gemacht und dann hat sie einen Nap gemacht bis 11 Uhr. Dann ist sie nochmal kurz rangegangen, hat dann alles aber vorbereitet. Sehr, sehr cool. Hat auch Spaß gemacht zu sehen. Im Grunde einfach auch, dass sie die Mission so ein bisschen dahinter hat, anderen Leuten zu zeigen, dass es nicht das ist, wie es sich viele vorstellen, so wie ich das ja auch immer tue, ne? Was man ja auch in den Videos sieht, die ich mache. Oder vielleicht das Werbevideo hast du vielleicht auch schon gesehen, was davor war von mir, wo wir mit der Stimme von Bradley Cooper das Ganze gemacht haben. War sehr cool, das Ganze. Und ja, das dazu. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass sehr gerne ein Like da, um den YouTube-Algorithmus zu unterstützen für meinen Kanal, dass du in Zukunft weiter solche Videos sehen kannst oder noch ganz andere. Und ja, lass gerne einen Kommentar, wenn es dir gefallen hat, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du andere Reaction-Videos sehen möchtest von anderen, schreib es auch gerne hin, was es für Videos sind. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut und bis dann. Ciao.